Hier haben wir für euch im Test das Norse Atmos. Ein Twin-Tip mit der Länge 1,38 m x 41 in der Breite. Das Board wiegt inklusive der 4 cm langen Finnen 3,25 Kilogramm. Kommt halt die Bindung und Pads noch dazu, ist nochmal etwas über 1 Kilo mehr an Gewicht zu verzeichnen. Das Board hat eine Rockerlinie von 4 cm. Dabei haben wir hier auffällig ein etwas längeres Flat in der Mitte mit einer leichten Progression am Ende der Tipps. Vom Aufbau ist es ein, wie Norse es nennt, Hybrid-Carbon, ein Glas-Wood-Sandwich-Board mit unidirektionalen Kohlefaserstringern. Die sind allerdings recht breit gehalten und zieren hier Deck- und Unterwasserschiff. Auf Ober- und Unterseite gibt es absolut kratzfeste Belege, die auch hier Fuerte mit seinem leicht steinigen Untergrund in unserem Test schadlos überstanden haben. Wir haben angegossene Kanten, die sind insgesamt ganz leicht verrundet, aber haben keine wirkliche Tucked under the Edge, also eine zusätzliche Verrundung ins Unterwasserschiff gibt es hier nicht, sondern es ist eigentlich eine durchgehend scharfe Kante von vorne bis hinten, nur halt etwas weicher verschliffen. Im Unterwasserschiff haben wir eine durchgehende Konkave im mittleren Teil, die ist mitteltief. Das Ganze läuft hier in den Tipps in leichte Channels aus. Vom Flex ist das Atmos ein klein wenig über mittelhart durchgehend, von der Mitte bis in die Tipps. Man merkt allerdings halt beim Biegen, dass hier eine sehr hohe Rückstellfähigkeit aufgrund der Konstruktion vorhanden ist. Für ein Board mit diesen Abmaßen gleitet das Atmos von Norse wirklich sehr früh an. Es ist eine Frage hier der Bodenkurve, dieses Flat im mittleren Teil. Belastet man beide Beine halbwegs gleichmäßig, sorgt dafür, dass wir wirklich eine flache Gleitlage haben. Und die kurzen Progressionen an den Tipps sorgen dafür, dass wir trotzdem noch frei bleiben. Insgesamt ist das hier eine sehr spritzige und sportliche Beschleunigung und das mündet auch in einer hohen Endgeschwindigkeit. Die 4 cm langen Finnen sind in der Progression der Tipps so gleichmäßig und gut montiert, sodass wir hier eine lose Abstimmung des Boards bekommen, ohne dass die Finnen dabei hängen bleiben. Sprich, für das Switchen des Boards ist nur eine geringe Kraft erforderlich. Möchte man den vollen Zug auf der Kante des Atmos Hybrid genießen, so werden hier mittlere bis weite Radien bevorzugt. Man kann auch mit einer erhöhten Kraft und Druck über den hinteren Fuß enge Radien erzeugen. Allerdings verliert sich dann am Ende des Kurvenausgangs ein wenig Geschwindigkeit. Durch diese Shape-Merkmale haben wir hier auf dem Ammenkurs eine sehr lange Kante im Wasser. Die Verrundung des Boards ist gemäßigt und wir haben halt diesen langen, flachen Mittelteil. Dadurch ist die seitliche Abdrift optimal gehemmt und wir haben ein wirklich exzellentes Anwindvermögen. Diese einzelnen Shape-Details, die sind wirklich minutiös miteinander verknüpft. Man muss hier genau bezüglich auch von Spritzwasser und Laufruhe und Komfort genau die Last einhalten, die das Brett vorgibt. Kleine Veränderungen sorgen auch dafür, dass es ab und zu mal ein klein bisschen vorne an der Nase oder auch über die Finne spritzen kann. Wenn man alles richtig macht, passiert das nicht, aber es erfordert halt auch schon ein wenig Erfahrung, so ein Board ganz sauber zu belasten. Also es schadet hier auch nicht, ein klein wenig mehr Last auf den hinteren Fuß zu legen. Möchte man aber die Spritzigkeit und die volle Rasanz des Atmos Hybrid, muss man genau mit dem vorderen Fuß an die Grenze des möglichen Druckes gehen. Klappt das, dann kann man auch in komplexeren Bedingungen hier viel Leistung abrufen. Aufgrund des Shapes bedingt ist hier auch ein längerer Ankantvorgang zum eingehakten Springen erforderlich, um ein Optimum an Leistung abrufen zu können.
Dadurch, dass hier dann aber sehr viel Kante effizient zum Wirken kommt, kriegt man hier eine wirklich unerhört gute Leinenspannung hin, wodurch halt die Sprungperformance dieses Brettes wirklich auch über dem normalen Level liegt. Und wird das Board sauber gelandet, sprich mit einer leichten Last über den hinteren Fuß, so haben wir hier auch stets eine sofort optimal agierende Führung der Finnen und des gesamten Unterwasserschiffes. Wenn man es nicht ganz sauber macht, dann ist es so wie eben, dass man auch ein klein wenig mal ins Rutschen kommen kann. Also auch hier, man bekommt eine wirklich sehr hohe Leistung. Allerdings muss man auch alles richtig machen. Wählt man auch Loaded, also beim Anukt-Springen einen etwas längeren Ankantvorgang, bekommt man sehr gute Leistung. Da das Atmos nicht zu hart abgestimmt ist vom Flex, ist ebenfalls die Landung auch bei hoher Geschwindigkeit akzeptabel vom Komfort. Betrachtet man die Shape-Details des Norse Atmos Hybrid, so könnte man unterstellen, dass das Ganze fast ein bisschen oldschool wirkt, weil eine Kombination aus einem so langen Flat mit kurzen progressiven Tipps, das war sehr viel früher als heute mal Trend. Norse hat das Ganze aber, oder der Shaper dementsprechend, so optimal miteinander verknüpft, dass wir hier ein wirklich ganz hervorragendes und wirklich sehr leistungsstarkes Freestyle Freeride Board bekommen haben. Allerdings ist das Ganze hier nicht so ein Selbstläufer wie bei einem Jaime oder beim eventuell zum gleichen Zeitpunkt getesteten Elevate Masters, sondern man muss hier ein klein wenig mehr Erfahrung besitzen, um die richtige Last immer in der richtigen Situation auf das Brett zu bringen. Gelingt dies, bekommt man allerdings auch gegenüber den anderen Mitbewerbern in diesem Segment in dem einen oder anderen Punkt halt wirklich sogar noch etwas höhere Fahrleistung. Dementsprechend von uns ein wirklich absolutes Kompliment für die optimale Umsetzung dieses Shape-Konzepts. Für den sportlich ambitionierten Fahrer zwischen 70 und 90 Kilo ist das hier eine ganz klare Empfehlung.